Six Flags Great Escape. 7-Eleven Pizza. Freu mich, wir sind gefeiert. Jetzt werden die Leute wachgemacht, geschunkelt, geschaukelt, gelacht, geweint. Ich befürchte, es gibt nichts Tolles und Gutes heute. Mein Highlight der Fahrt war der Fahrtwind. Auf dem Weg zu unserem Kulturstopp heute. Ganz normal, so wie jeder fährt. Kommt von innen. Da war aber ordentliche Wirbelstrom-Action, ne? Immer wieder in die erste Reihe zurück. Und er so, oh, lady, you got a slow one. Wait, I'll give you a push, then you go faster than any other of them. Er hat sich selber mit den Beinen geschnitten, mit den Beinen geschossen, wie auch immer. Da ist es wieder. Ja, aber Moritz ist doch Geld zurück. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Wien Magazin, einem neuen Video unsererseits. Wir sind gleich zum Aufzug. Das habe ich nicht erwartet. In den USA. NYC Grill Tour 2025. Und jetzt gerade aufgestanden. Ich fahre zum Frühstück runter. Mal gucken, wer schon da ist. Und erstmal was wegfrühstücken. Hot Breakfast hier im Frühstück im Hotel. Gestern um 1 waren wir, glaube ich, im Bett oder so. Und jetzt haben wir 20 vor 8. Um 8 ist fürs Turning. Ja, kurz vor knapp heute. I would be lying if I told you that I'm over it. The gods have decided that I'm a hopeless optimist. You say you're Steht auch Great Escape drauf. Great Escape. Woo! just had enough, but I do believe there's still some room in there for us. You can return the key. Ich habe das Essenspaket gebucht. Ich habe mir gerade noch ein Cleaning durchgeführt für deinen Platz. Tschüss, bin dann mal weg. Macht's gut, schönen Urlaub. Dir auch. You can walk out that door. I'll still be living in a dream, like we got years in store. Baby, won't you let me be delusional? I need you to let me be delusional. Stuck in a fiction in which our story never ends. It's not the prescriptions. The truth just needs a little bend. You say your heart has had enough. Leute, der Mega-Raptor. Was war das denn bitte gerade? Wie geil. Müssen wir wohl wechseln. So, eben mal tanken. Logisch gehen nach McDonald's. Der Junge hat Hunger. Ja. Genau, und dann haben wir heute wieder 3 Stunden Journey to Freizeitpark. Wir fahren heute nämlich nach Six Flags Great Escape. So, die große Flucht kommt gleich, das große Abhauen. Wenn wir wieder Benzin im Auto. Disagree, 'cause I still hear it before us. You can return the keys. You can walk out that door. I'll still be living in a dream, like we got years in store. 7-Eleven Pizza oder Wasser mit Geschmack. Und das auf einer Kühlbox. Und das auf einer Kühlbox. Schön. Der American Dream. Hier gewonnen, das ist die Sorte Summer Freeze Cherry, Lemon and Raspberry. Das ist Mountain Dew gewonnen, das ist die Sorte Bayer Blast Tropical Lime. Flüssigkeiten. Keine Potato Skin Pringles. Ich bin enttäuscht. Ah, hast du jetzt vergessen. Ich hätte hier 2 Chips geguckt, hätte ich gucken sollen. Baby, won't you let me be delusional? I need you to let me be delusional. You can Das ist ein Raptor, ein ausgewachsener Raptor ist da. Hallo. Junge! Der Mega-Raptor! but I'm keeping my eyes closed. I'll imagine you and me sitting there gray and old. I need you to let me be delusional. Baby, won't you let me be delusional? You can return the keys. You can walk out that door. I'll still be living. Freu mich, wir sind gefeiert.
Jetzt werden die Leute wach gemacht, geschunkelt, geschaukelt, gelacht, geweint. Peoples, wir sind nach 3 Stunden Fahrt angekommen bei Six Flags Great Escape. Ein Freizeitpark, den wir alle noch nie besucht haben, mit 6 Achterbahnen. Ich befürchte, es gibt nichts Tolles und Gutes heute, aber das gucken wir uns jetzt gemeinsam zusammen mit euch hier an. Moritz versucht noch mal irgendwie sowas Ähnliches wie Parken zu machen, nachdem er auch nicht auf einem Parkplatz stand. Müll aus dem Auto haben wir auch rausgeräumt. Seasonpässe gelten hier wieder. Das ist sehr, sehr gut. Da spart man sich sehr viel Geld, vor allem fürs Parken. Und Six Flags Cedar Fair oder beziehungsweise die Six Flags Entertainment Corporation verschenkt gerade seine Season-Pässe. Was hatten wir jetzt, $59 in New England? Jetzt gibt es schon welche für 59, wenn du den Six Flags New England. Ja, also wenn ihr euch einen Six Flags New England einen Gold Season Pass holt, gibt es den gerade für $59. Mein Gott. Noch ein bisschen und dann bringt der Geld. Müssen wir unter der Straße noch mal hin? Ja. Ach, das ist ja verrückt hier. Taunus Wunderland. Taunus Wunderland ist mein Freizeitpark. Was ist das denn hier? Tja, ist doch kein Six Flags. Wir sind drin, Six Flags Great Escape, und jetzt wollten sie beim letzten Park der Six Flags Entertainment Corporation ein Foto von uns machen, wieder mal. Komisch, weiß man auch nicht warum. Sehr schöner Eingang, das Logo ist cool, der Eingangsbereich ist cool, hier das Auto total süß. Kleine Häuschen hier unten, Karussell, das ist ja voll hübsch. Wieder Seilbahn hier drüber. Nice, Six Flags, was ist das denn? Schade, dass hier nicht so gute Achterbahnen stehen. Nicht so gute Achterbahn ist dann noch das Stichwort. Wir gehen jetzt zum ersten Count des Tages. Und das wird der Vekoma Bumerang sein, der hier seine Runden dreht. Man sieht schon am Looping, dass der nicht neu ist, sondern sehr, sehr alt. Ist das überhaupt Vekoma oder ist da nur Arrow mit drin? Wenn ich mir den Looping so angucke. Was ist das für eine Brücke, ey? Was gemacht? Besten Hügel gehen immer. Flashback gefahren. Mein Highlight der Fahrt war der Fahrtwind. Aber auch die Bahn, die wurde auf jeden Fall nochmal komplett überarbeitet und hat auch einen ganz neuen Zug bekommen, der mit den Softwarebügeln, das macht die Fahrt auf jeden Fall fahrbar. $11,50 für ein paar Eiskugeln, also Dippin' Dots. Was ist das denn? Kennt man bei uns als Mini-Melt, heißt es Mini-Melts? Ja. Oder Solero Shots für die Älteren unter euch.
Eieiei. Er sollte das mit dem Buchstaben lassen. So, Timbertown, als ob hier nicht eine Kinderachterbahn steht. Ja. Zapperla SCD80. Schon lange nicht mehr gefahren. Wir haben hier gar nichts zu suchen. War schon mal schlecht. Also wenn der ganze Themenbereich einen schon ausschließt, sehe ich bei der Achterbahn auf jeden Fall kritisch, aber wir gehen mal gucken. Zapperla SCD80 sind ja schon öfter mal gefahren. Mal gucken, was die hier veranstalten. Jo, das war schnell geklärt. Wir sind gerade in den Eingang rein. Vorne stand jetzt auch kein offensichtliches Schild. Und die Operatorin war gerade fertig, hat das Tor nochmal gecheckt, guckt uns an. Werdet ihr das hier jetzt fahren? Ja. Nein, das werdet ihr nicht. Also, wenn man kein Kind begleitet, darf man diese Achterbahn nicht fahren. Wir haben jetzt nicht nachgefragt, was jetzt hier wieder der kreative Grund dafür ist. Aber gut, dann ist das so. Gestern baugleiche Achterbahn. Gestern ist übrigens gefahrlos gefahren worden. Faszinierend. Naja. Ja, ausgegleist, aufgefroren. Paulaner, das ist doch mein Kreisverkehr in einem Freizeitpark. Paulaner Refill. Willkommen! Bei Six Flags auch immer super spannend. Es gibt nur so eine Handvoll Namen für Attraktionen. Pandemonium ist hier ein Flatride, sonst ist das ein Gerstlauer Maurer Spinning Coaster. Ja, es wird Bobcat gefahren und The Bobcat ist die Neuheit von 2024. Letztes Jahr neu aufgemachte Holzachterbahn von der Gravity Corporation, Gravity Craft, Gravity Group, Timberliner Züge. Ihr kennt das Spiel. Schauen wir mal. Haben wir den Frontcar auf der Messe, glaube ich, mal gezeigt. Jetzt fahren wir es auch mal. Das ist cool. Wir wurden jetzt rangewunken, dass wir doch mal bitte kommen sollen in die Station und sind direkt durchgerannt, so wie auch bei Boomerang war auch Walk-On und da ging es hier flotti Karotti in den Zug und dann sind wir Bobcats, einfach nur The Bobcat, kein Revenge. Ich bin schon ganz gaga am Kopf. Coole Bahn, fährt entspannt, aber trotzdem zackig. Kleiner, kurzer Zug, der da durchs Holz wieselt. Sehr nice, cool. Die Area hier ist schön, der ganze Park ist mega schön bis jetzt, aber das ist auch hier schön angelegt. Es gibt Wiese und mal Wiese, dass die überhaupt wissen, was Wiese ist. Und ja, der Bereich hier weiter hinten wird scheinbar auch noch gerade, da wird gearbeitet und das Rafting ist geschlossen. Das ist natürlich dann ein bisschen schade. Was hat er sich gekauft? Den Yeti. Den Yeti hast du geholt, ne? Den Yeti habe ich auch mal gekauft, ja. Wurde hier irgendwie mal so ein Yeti gefunden oder sowas? Oder was ist der jetzt? Ja? Ja, der wohnt davon. So. Auch der Eingang ist ja total cool gemacht worden hier von Bobcat. Mit dem Wasserfall, mit der Katze oben. Das ist cool. I just do. Going hard in the club in the late night. I kinda hate that too. But being with you kinda got me liking a lot of things that I never knew. Sometimes I get a little shy, but Ja, wie gesagt, ist ja Bobcat von 2024 und hat die Bahn Bobsled ersetzt, die hier vorher stand. War meiner Erinnerung nach ein Intermin Bobcoaster, von denen es
keine mehr gibt, glaube ich. Das sind ja alle gewesen. Den sind wir leider nie gefahren. Jo, wir orientieren uns mal kurz, wo wir noch hin müssen. To touch the sky, you make me want to get you. I ain't no social butterfly, but when I'm next to you, I feel like I want to dance all night. Baby, I don't dance. Baby, I don't dance. You guys have fun. But I wanna go out with you. I don't make plans. Ey, wir sind Komet gefahren, Holzachterbahn. Von 1927 ist ein Großteil davon noch da. 1948 haben wir ein bisschen was nochmal fresh gemacht. Ist nämlich Stahlstruktur mit Holzstrecke, also ein Hybrid-Coaster. Und richtig cool, doppeltes Out- und Back-Layout, richtig wild. Ja, das macht Spaß, das ist cool. Es ist aber auch brutal anstrengend, weil teilweise natürlich, wir reden von der Holzachterbahn von 1927, da einiges los ist, was nicht in Fahrtrichtung geht, aber gehen sollte. Aber coole Bahn, ey. Das macht Spaß. Auf die Gefahr hin, dass wir das noch nie erzählt haben, in den USA ist das Wasser meistens sehr stark geklort. Ich glaube, das haben wir schon mal erzählt. Aber nochmal unterstreichen, könnt ihr trinken, überlebt ihr, werdet von innen ein bisschen gereinigt. Aber wir sind ja jetzt hier ein bisschen in den Bergen. Hier gibt es chlorfreies Wasser aus dem Hahn. Das ist ja total verrückt. Ich frage mal, ob sie ein Tütchen Chlor haben. So, auf dem Weg zurück durch den Park kommen wir ja noch mal bei Bobcat vorbei und dann sind wir da noch mal reingestolpert. But I wanna go out with you. Wir sind eben erste Reihe gefahren, das war richtig cool. Jetzt sind wir letzte Reihe gefahren. Da ist noch mal ein bisschen mehr Airtime, noch mal ein bisschen wilder unterwegs. Das kleine Bobcatchen, der Lux. Ah, die sehen auch cool aus, ne? Die Adler da drauf, das ist schon nice. A sense of stage in the spotlight. Felt like nothing to lose. Auch das hier wieder eine wilde Stütze, was man so noch nicht gesehen hat. Also wir auf jeden Fall nicht. Interessant, sehr interessant. First time with you. Can't imagine the old me. Think I had so much groove. You unlock something inside me that I never knew. Wir sind aber immer noch bei Six Flags, auch wenn das hier alles schön ist. Canyon Blaster ist geschlossen. Steht nirgendwo vorne dran, war jetzt nicht ersichtlich. Schade. Also Arrow Mine Train ist jetzt kein großer Verlust, aber wir wollten auch eigentlich nicht nochmal hier hinkommen. Nee, das ist doof. It's a shame. I don't want to. You make me want to touch the sky. You make me want to catch your thing. I ain't no social butterfly, but when I'm next to you, I feel like I want to dance all night. Dann bleibt uns noch ein Arrow Looper. Looping Double Corkscrew. Alt. Oh weh, oh weh. Aber auch hier wieder Glück, wir haben bis jetzt nirgendwo hier angestanden. Und jetzt hier ist auch Walk-On und freie Platzwahl. Ja, dann wird's die Front Row. Front Row ist die 14, 13, 12, 11, naja. Ja, war gut. Super. Gute Arbeit. Ehrlich,
Boah, das war richtig mies. Abreißen sofort. Von mir aus auch gegen gar nichts ersetzen. Aber das war wirklich unterirdisch. Hinten auf dem Betriebshof liegt auch noch irgendwie ein alter Zug rum. Aber es könnte der alte vom Bumerang sein, so der aussah. Nee, das war nicht gut. Ja, Lukaschen ist jetzt noch in den Hus Park Attractions Condor gehüpft. Ja, Fahrprogramm US-amerikanisch lame, kurz. Und dann sind wir durch mit Six Flags Great Escape. Wo möchtest du lang? Da reingehen. Oh, ich möchte in der Ghost Town, möchte ich Yoshi. So, hier ist das mal richtig. Also genau diesen Coaster haben sie, also nicht genau diesen, irgendwas passt ja auch wieder nicht, aber die Schiene haben sie hier. Mehrfach bei verschiedenen Bahnen. Und dann guckst du dir das an. Und das ist eher so eine Intermin-Schiene. Das haben sie hier nicht. Obwohl das richtig schön ist. Ach Leute, das ist doch mit Absicht immer irgendwie anders. Und falsch und weiß ich nicht. Times, meet and greets, and special events. Download the Six. Ja, sie hat 2 gemacht. Weil sie nett ist. Ein Sack Soße. Ja. Woran hat sie dich jetzt erkannt? Purple Sandwich. Yeah. Thank you. Thank you. Da ist er wieder. Da freut er sich mit seinem Shake. Ja. Hast du gewechselt vom Getränk auf Shake? Ja, 2,50 upgraden. Jederzeit möglich. Und Was haben wir alles in unserem Sacker, was da nicht reingehört? Zweimal Soße. Zweimal Chick-fil-A und einmal Honey Mustard. Und Servietten. Sehr gut. So, auf dem Weg zu unserem Kulturstopp heute, der zwischen dem eine Dreiviertelstunde entfernten Alpine Coaster heute liegt, wo es übrigens heute nur einen Alpine Coaster gibt, weil alle anderen natürlich im August in der Ferienzeit dienstags und mittwochs zu haben wir einen kleinen Zwischenstopp bei Chick-fil-A gemacht. Sehr lecker und voll cool. Die haben so einen Soßen-Rescue-Bin, also man kriegt ja Soßen dazu und die schmeißen voll oft viel zu viel da drauf. Und wenn du zu viel hast oder nicht genutzt hast oder nicht brauchst, kannst du die reintun und andere können sich die dann da wegnehmen und die benutzen oder werden auch verteilt. Geiler Picker. Solltet ihr mal in den USA unterwegs sein und Bock auf Aldi Nord haben, müsst ihr zu Trader Joe's gehen, denn das ist Aldi Nord in den USA. Und wenn ihr euch fragt, wie heißt dann Aldi Süd? Aldi Süd. Oder nur Aldi.
Sightseeing, Lukas. Wo sind wir denn hier? Ja, wir sind bei den Cohoe Falls in Bundesstaat New York. Ja. Und der Wasserfall, der sonst immer trocken fällt, der hat momentan noch ein bisschen Wasser. Deswegen kann man mal gucken. Aber das ist auch noch ein bekannter Fluss. Ja, der heißt hier, also normalerweise, es wird zum Hudson River dann. Er heißt hier wieder anders wegen den Ureinwohnern irgendwie, keine Ahnung, wie er hier heißt. Aber er wird zum Hudson River. Ja, wie auch immer, haben wir Glück, dass wir Wasser sehen. Obwohl es jetzt schon die ganze Zeit, seitdem wir jetzt hier heiß, aber wird wahrscheinlich die Wochen davor, wo nämlich, es war glaube ich noch 2 Wochen bevor wir hin sind, ist doch Cedar Point unter Wasser gewesen. Es kam, glaube ich, ein bisschen viel Wasser die letzten Wochen hier runter, was jetzt hier noch ein bisschen nachdümpelt. Das ist ja einfach voll viel Wasser, was da runter fließt. Und das ist ja ein Fliegenschiss zu dem, was sonst hier runterkommt. Das ist echt krass. Sehr crazy. Aber auch cool, dass es so einen Viewing Point hier dann gibt. Also, ne, wir sind jetzt hier. Wo ist mein Finger da? Und hier sind die Niagara-Fälle, genau. Und da waren wir auch zuletzt auf Tour. Und da haben wir hier reingespuckt, was wir nicht haben. Dann ist das jetzt hier lang gepflanzt. Jetzt können wir hier unsere Spucke sehen. Was wir nicht haben. Da, jetzt kommt sie. Da. Da, so. Ja, okay. Aber wenn ich jetzt Glacial. Wenn ich nicht ganz blöd bin, ist ja hier Cedar Point, Lake Erie und das, was aus dem Lake Erie ist ja, das ist ja noch ein Zipfel Lake Erie und das ist ja Niagara. Es schließt sich ein Kreis. Ist halt noch 30.000 Jahre her, ne? Ja, das ist ja jetzt hier das Gleiche. Aber hier der See ist ja hier immer noch eingezeigt. Das ist ja der. Und dann geht das in den Hudson River und das geht zum Flughafen und da schließt sich der Kreis dieser Tour. Ein bisschen schön gerechnet und zusammengefuscht vielleicht die Story, aber grundlegend nicht ganz falsch. Gerade kam noch hier ein Parksteward, der hat ein bisschen was erzählt, wo es noch ein paar Viewing Points gibt, wo man sich noch hinstellen kann. Er hätte auch noch ein Foto von uns gemacht, aber wir haben schon ein tolles Selfie. Genau, und wenn man jetzt, glaube ich, noch mehr Fragen gehabt hätte, hätte er einen auch jetzt alles erzählt, weil er Langeweile hat, was verständlich ist. Und das ist cool, also wenn ihr auf sowas Bock habt, hier ist man nicht ganz verloren. Ich habe nicht im Betrieb, zumindest was hier liegt. Aber die Brücke, die schwingt. Richtig dolle. Tolle. Dolle. Was haben wir denn da? Eine Bowl von Chipotle. Gehen wir wieder in die erste Reihe zurück. So, 50 Minuten nach dem Wasserfall sind wir beim nächsten Mountain Resort, wo ein Wiegand Alpine Coaster noch gesucht wird. Aber irgendwo müsste hier stehen. Und dann wird hier mal Alpine Coaster gefahren. Wenn wir jetzt erfahren, wie teuer das ist. Das ist in den USA immer teuer. Das ist bescheuert. Das Leben wäre einfacher, wenn ihr fixieren würdet. Alter, das ist ja voll hoch zum Aussteigen. Also, aber warum rennt der jetzt weg? Ach, der holt die Leiter. Der holt eine Leiter. Nee, der geht... Hä? Ja, es geht nur mit Bügeln auf los. Ich verstehe es nicht. Kleines Tisch, aber all the way, hold them. Yes, sir, you're like me, you're a big guy. Sometimes they come around a little bit slow like that, but that's all right. You get it. Whoop. Ai. Oh, komm.
Okay, well, do you want to watch the video? No, thank You you. already had one, so. Da war aber ordentliche Wirbelstrom-Action, ne? Do you want to watch the video? Ah, no. Thanks. Netter Alpine Coaster, cooles Layout. Also eigentlich Standard, nach 2/3 der Fahrt Serpentin kommt dann einmal das große Karussell. Der Rest ist Abfahrt, aber der war schön zügig unterwegs, auch wenn er hier und da sehr stark eingegriffen hat. Also weil wir da gute Geschwindigkeit mit reingebracht haben in die Kiste. $18 war richtig, ne? Pro Person und Fahrt? 17? Irgendwie sowas. Was? 18 waren angeschlagen. Man kann sogar ein On-Ride-Video kaufen. Ich weiß nicht, was das kosten soll. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Aber das Kamerasystem darauf wirkt auch ziemlich wertig und stabil. Und ja, cool Alpine Coaster. Nice. Weiß gar nicht, wie der heißt. Jiminy Peak Mountain Coaster. Ja. Also diese komische Schaukel, wo wir gerade eben geguckt haben und es sich nicht erschlossen hat, was das ist, wie es läuft. Da scheint was nicht in Ordnung zu sein. Die sind da jetzt mit der Leiter oben dran, basteln und fummeln. Und wir setzen uns mal in den Schatten, wenn die anderen beiden gerade noch fahren. Weil Moritz fährt jetzt doch, weil es ja ganz cooles Ding ist und Spaß macht und nicht so wild ist und preisig. Besser haben als brauchen, ne? Ich bin stehen geblieben. Stehen geblieben? Obwohl ich runtergerückt habe, bin ich stehen geblieben. Und er so, oh, lady, you got a slow one. We got some cars that are very slow. Wait, I'll give you a push. Then you go faster than any other of them. Okay, thank you. Ja, oben am Lift sitzt ein Dude, der nochmal Bescheid sagt, dass man die Hebel runterdrücken muss. Aber er hockt hier sehr creepy hinter den Holzbalken der Absperrung. Aber ja, ist trotzdem ein netter Kerl. Auch wenn es ein bisschen gruselig war. Ganz normal, so wie jeder fährt. Kommt von innen. Deutschland aber normal. Und jetzt klappt Moritz auch von hinten um. Oh Gott! Dennis Bottrop wettet. Geht da was? Jetzt mach du den, zieh die rote Leine. Moritz Becker wettet, dass er der dünnste Mensch der Welt ist. Darf man so Auto fahren? Der Moritz ruft schnell an bei der Polizei. Da muss ich direkt wählen. Ich muss raus. Ich habe als Klassensprecher eine Verantwortung und die muss ich. Sieht ein bisschen aus wie bei Matrix, glaube ich. Wir sind jetzt noch mal kurz vom Ziel beim Target gefahren, bauen noch mal ein bisschen Snacky Macky. Wir haben ja eben gegessen und wir sind es nicht mehr gewohnt, 3 Mahlzeiten zu nehmen. Also holen wir uns so ein bisschen Müll, den wir uns heute im Zimmer reinstopfen und gehen jetzt nicht großartig essen. Genau. Mag wie so ein Frost. Was ist das denn? Ja, also, das kostet 200 € das Kilo, was auch immer das ist. So, wir haben nochmal einmal Softdrinks aufgefüllt, weil das reicht dann für morgen nicht mehr, weil wir haben heute den letzten Abend. Und dann wurden noch Mitbringsel eingekauft und wir fahren jetzt weiter zum Hotel, checken da ein. Und werden wahrscheinlich gleich noch in eine Bar gehen, noch was Kleines essen, weil wir haben hier jetzt alle irgendwie nichts gefunden, was uns angesprochen hat. Und da müssen wir auch nicht zum Liquor Store, weil hier, ich glaube, wir sind wieder in New York. Sind wir nicht in Massachusetts? Sind wir das? Ich weiß es gerade gar nicht.
Auf jeden Fall, hier gibt es kein Bier im Supermarkt zu kaufen. Dafür muss man dann in einen Special Liquor Store gehen. Und überhaupt, also wir haben halt noch ein bisschen was wir austrinken müssen in der Kühlbox, aber wir haben zu wenig, um damit jetzt den Abend irgendwie zu verbringen. Genau, das ist so ein bisschen das Problem, der Plan, das Konzept. Wir sehen gleich mal weiter. Muss man klingeln? Tolle Gegend. Ja, und hier wollt ihr mal. Margarita. Genau. Gerade kannst du es beantworten? Nein. Bundesstadt? Nein. Nur? Ich glaube, Connecticut, oder? Kann, weiß ich nicht. In welcher Stadt sind wir gerade? Connecticut? Connecticut? Ah. Connecticut. Natürlich. Mit euch eigentlich. Margarita. Was wird das? Das ist hier, du bist hier der Professionelle von allen. Ich muss jetzt einstellen, leider. Ja, Ranch Dressing fürs Popcorn. Tschüss. Tschüss. Hallo. Guck rein. Oh. Schicki. Ist ja richtig nice. Nice. Der Schrank von innen ist schon wieder gruselig. Ich will gar nicht reingucken. Gruselig. Ich hasse das. Bad Wilma. Sirenen? Ich höre Sirenen sehr gut. Und hier die Beddens. Ich habe Sirenen gehört. Oh, Dach. Aber auch nice. Auch wenn die Turbine gerade neben mir hier losgeht. Guck mal hier, Kirk. Stimmt, Pretzel Sticks. Hat der Drucker einen Fehler gemacht? Und ich habe hier noch Deep Fried Chocolate. Hier bei Sweets ist dann der Cheeseburger-Salat. Die Taten sind nicht genormt. Ich habe hier noch Chili. Ich habe auch noch ein Pulled Pork Sandwich. Ich habe hier noch Chili. Dafür gibt es keine END-Norm. Dafür hast du Meatball Parm. Das habe ich nicht. Die können auch die Karte scannen, wenn Ich ihr suche wollt. alles, was du nicht hast und bestelle das dann. Genau. Wir waren heute in Six Flags Great Escape und einen Mountain Coaster fahren. Six Flags Great Escape sind wir sehr schnell durchgekommen. Ist auch nicht der größte Park. Also haben wir heute nur insgesamt 12.031 Schritte mit 8,5 Kilometern. Der ruhigste Tag der Tour. Das ist ja nix. Da haben wir uns ein Bier verdient. Und Essen sogar dreimal. Ach ja, stimmt. Apropos Essen. Der hat sich selber mit den Beinen geschnitten, den Beinen geschossen, wie auch immer. Da ist es wieder. Ja, aber Moritz ist doch Geld. Wir sind jetzt im Hotel ja angekommen, hat der Bro euch ja gezeigt. Und jetzt haben wir gedacht, dass wir noch eine Kleinigkeit essen wollen. Wir hatten in Target geguckt, aber da war es eher so ein bisschen unbefriedigend. Und deswegen sind wir jetzt hier 3 Minuten vom Hotel weg. Also es waren eigentlich nur 0,5 Minuten. In eine Bar gegangen, die sieht eigentlich ganz nett aus. Es ist jetzt hier nicht so super viel los, aber ist ja auch nicht schlimm. Hier kann man gemütlich sitzen, würde ich sagen. Und hier gibt es ein Bierchen und jetzt gleich essen wir noch eine Kleinigkeit und spielen jetzt erstmal ein bisschen RCDB-Bingo mit ganz besonderen Regeln für diese Tour. Mal gucken, was dabei rumkommt. Die Sonderregeln für unsere Tour. Man bekommt 2 Punkte
wenn man ein Bingo hat mit einer Bahn, die man hier auf dieser Tour gefahren ist. Man beendet das Spiel, so wie wenn man den goldenen Schnatz fängt, ungefähr. Aber gewinnt es dann auch, wenn man Skull Mountain hat. Und, was noch? Und Crush Coaster ist nicht die beendende Bahn, das haben wir ja sonst die Regel. Und was war das noch? Noch irgendwas? Nee, ne? Bis 13, bis jemand 13 Punkte hat. So, also viel Erfolg. Und man darf die 13 nicht überschreiten. Also wenn man bei der 12. Bahn eine Zweierbahn hat, da fällt man auf 10 zurück. Richtig, genau. 10 zurück. So, jetzt Na komm. Vorsicht, Vorsicht. Wir müssen hier lang. Boah, nein. Hör auf. Wir sind schon vorbeigelaufen. Also bei mir auf jeden Fall. Ihr wohnt ja hier. Ja. Nein, da nicht. Nein, da wohnst du nicht. Du wohnst hier. Dankeschön. Auch wie hier keiner wartet, Mann. Ne? Wer ist da? Ja, das ist unser. Okay. Ich habe ja gesagt, du bist da. Ich habe ein WWE-Getränk. Ich habe keine Ahnung, was. Ich habe auch noch nicht gelesen. Ich habe einfach das Bild, fand ich gut. Oh, das riecht nach Jugend und Ekels. 10 Volumenprozent. Muss man mögen. Möchte jemand probieren? Was passiert da? Das schmeckt ein bisschen wie so ein Wassermelonen-Kaugummi kurz und dann aber kommt der Alkohol und dann Kaffee. Dann weiß man nicht mehr, was ist. sorry, dann das ist so klar. Hä? Lukas? Oh, das riecht voll lecker. Oh, schmeckt doch. Okay, es wird für Frauen gemacht. Ja, ich finde, das schmeckt einfach nur super fruchtig, süß und hat aber so eine leichte Schnapsnote. Also ich habe jetzt einen Schluck genommen und habe das Gefühl, ich habe danach eine Fahne. Aber so, das sehe ich mich mit dem WWE-Gürtel und dem Getränk in der Hand. Ach echt? 2 Punkte. Bro, 1 Punkt. Uschi, 1 Punkt. Moritz Bartusch, 1 Punkt. Und ich habe 0.